In letzter Zeit kursieren im Internet Diskussionen über sichere Orte, die auf 70 Jahre alten Prophezeiungen und fehlerhaften Karten basieren. Strategische Analysen von Leuten, die nicht einmal wissen, wo Prag liegt, vermitteln ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Wir müssen uns nicht mit Prophezeiungen, sondern mit der Realität auseinandersetzen. Und die Realität vor unserer Haustür ist keine gelbe Linie, sondern eine biologische Bedrohung. Das Hantavirus. Das Hantavirus wird von Nagetieren, Mäusen, Ratten auf Menschen übertragen. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine ökologische Folge. Wenn in Krisenzeiten die Müllabfuhr ausfällt und die Kanalisation zusammenbricht, werden Städte von Nagetieren überrannt. Denken Sie an Berlin 1945. Die großen Epidemien, von denen unsere Großväter erzählten, wurden stets durch diesen Zusammenbruch der Infrastruktur verursacht. Hanta wird im Allgemeinen nicht von Mensch zu Mensch übertragen, mit Ausnahme der Anden-Variante. Daher wird es zwar keine klassische Covid-Pandemie auslösen, aber eine lokale Katastrophe verursachen. Wenn die Logistik zusammenbricht und Sie in Quarantänezonen festsitzen, sind Ihre größten Feinde nicht Panzer, sondern die Ratten in Ihrem Keller. Diejenigen, die Ihnen sagen, fliehen Sie hierher, es ist sicher, berücksichtigen nicht das Ökosystem in diesen Gebieten. Beispielsweise weisen Wald- und Feuchtgebiete die höchsten Nagetierpopulationen auf. Die Berghütte, in die sie fliehen, weil sie für sicher halten, könnte aufgrund von nicht entferntem Rattenkot ein Hantavirus-Nest sein. Das Hantavirus wird durch Staub übertragen. Verwenden Sie beim Reinigen alter Lagerhallen oder Bunker niemals einen trockenen Besen. Das Einatmen von Staub befördert das Virus direkt in die Lunge. Hier kommt der bereits erwähnte Abzieher zum Einsatz. Reinigen Sie die Oberflächen eines Bunkers, indem Sie sie mit einem Feuchtreinigungsmittel, einer Mischung aus Wasser und Bleichmittel, abkratzen, ohne den Staub anschließend zu lüften. Staub nicht einzuatmen ist die erste Überlebensregel. Der sicherste Ort ist kein Punkt auf der Karte, sondern Ihre Vorbereitung. Wenn Sie in der Stadt bleiben, müssen Sie auf einen Zusammenbruch der Infrastruktur vorbereitet sein. Wenn Sie aufs Land fahren, müssen Sie mit biologischen Gefahren rechnen. Keine Panik, sondern Strategie. Was tun Sie also, wenn die Infrastruktur zusammenbricht und die Ratten in Ihrer Speisekammer auftauchen? Glauben Sie, Sie können einfach in den Supermarkt gehen und chemisches Rattengift kaufen? Wenn die Logistik zusammenbricht, ist auch das Gift aufgebraucht. Deshalb brauchen wir die bewährten Fakten der Geschichte, nicht die Lügenprophezeiungen. Wissen Sie, wie unsere Großeltern im harten Winter 1945 in zerbombten Städten und Bunkern mit Rattenplagen umgingen? Nicht mit Chemikalien, sondern mit Abfallmanagement und traditionellem Wissen. Wenn Sie Ihre Lebensmittelvorräte schützen und den tödlichen Staub in Krisenzeiten aus Ihrer Speisekammer fernhalten wollen, enthülle ich heute 5 wichtige Maßnahmen zur Eindämmung von Ratten, die sonst niemand kennt. Sagt es dir. Erste Protokoll: Lebensmittelkonservierung und Holzkohlebarriere. Die meisten Prepper verlassen sich auf Vakuumbeutel und Plastikbehälter, die Tausende von Euro kosten. Ein großer Fehler. Sie unterschätzen die Zahnstruktur einer hungrigen Ratte. Sie durchbeißen Plastikverpackungen in Sekundenschnelle. Sobald eine Ratte Lebensmittel berührt, werden diese zur Quelle des Hantavirus für sie. Die Methode unserer Vorfahren war einfach: Metall und trockene Holzkohle. Sie lagern ihre Lebensmittel unbedingt in Metallfässern oder Dosen. Außerdem verschließen sie Belüftungslöcher, durch die Ratten eindringen könnten, mit Stahldraht, nicht mit Plastikdraht. Anschließend streuen sie zerkleinerte Holzkohle um diese Metallbehälter. Holzkohle absorbiert Feuchtigkeit und den Geruch von Lebensmitteln und täuscht so den Geruchssinn der Ratten. Eine Ratte, die nicht riechen kann, wird nicht in ihre Speisekammer kommen. Denken Sie daran, wenn Sie den Geruch nicht verbergen können, sind Sie ein Ziel. Protokoll 2. Das Geheimnis der Nassdesinfektion mit einem Abzieher. Das Hantavirus wird durch Staub übertragen. Verwenden Sie niemals einen trockenen Besen, wenn Sie einen alten Lagerraum oder Bunker reinigen. Die Verwendung eines trockenen Besens ist lebensgefährlich.
Das Virus im Rattenkot haftet an den mikroskopisch kleinen Staubpartikeln, die beim Fegen aufgewirbelt werden. Schon einmaliges Einatmen dieses Staubs führt innerhalb von 1 bis 2 Wochen zu Lungenversagen. Gehen Sie beim Betreten des Bunkers oder Lagerraums wie folgt vor. Besprühen Sie die Oberfläche zunächst mit Wasser, dem 10% Bleichmittel beigemischt sind. So verhindern Sie, dass Staub aufgewirbelt wird. Nehmen Sie dann den Bodenabzieher, der früher oft für einen Koffer oder eine Tasche gehalten wurde, aber tatsächlich unser wichtigstes Reinigungswerkzeug ist. Entfernen Sie den feuchten und desinfizierten, schlammigen Rattenkot und Staub mit dem Abzieher in einem Zug, ohne ihn zu lüften. Wer Bunker aufgrund von Hörensagen reinigt, wird in diesem Bunker eliminiert. Wer die korrekte Vorgehensweise mit einem Abzieher in der Hand anwendet, wird überleben. Protokoll 3. Grauer Mann, soziale Tarnung und Abfallmanagement. Angenommen, Sie sitzen in der Stadt fest und die Infrastruktur bricht zusammen. Während alle anderen ihren Müll aus dem Fenster auf die Straße werfen, was tun Sie? Wenn Sie Ihren Müll vor die Tür stellen, locken Sie Ratten direkt in Ihre Wohnung. Schlimmer noch, Konserven und Essensreste, die aus Ihrem Haus kommen, ziehen hungrige Menschen draußen an. Beim grauen Mann, soziale Tarnung, geht es nicht nur um Kleidung, sondern auch um Ihren Müll. In Krisenzeiten sollten Sie Ihre organischen Abfälle und Ihren Hausmüll traditionell mit Holzspänen oder kontrollierter Verbrennung entsorgen. Ihr Haus sollte weder riechen noch Abfall produzieren. Von außen sollten Sie genauso aussehen wie Ihre Nachbarn, hilflos, hungrig und erschöpft. Innen jedoch sollten Sie wie eine Festung mit perfekter Logistik und biologischen Abwehrmechanismen agieren. Da alles so klar ist, warum informieren die Mainstream-Medien oder die beliebten Prepper-Kanäle nicht über diese Gefahren? Warum verkaufen sie einem nur coole Messer, teure taktische Jacken oder kartenbasierte Fantasiegeschichten? Weil es viel einfacher ist, Angst zu schüren, als technische Lösungen zu entwickeln. Hilfloses Warten vor Karten bringt viel mehr Aufmerksamkeit als konkrete Überlebensfähigkeiten. Unser Ziel ist es aber nicht, Zuschauerrekorde zu brechen, sondern in einer echten Krise ruhig hinter der Tür stehen zu können. Kommen wir nun zur anderen Seite der Medaille, dem Aspekt der biologischen Logistik. Die meisten Menschen glauben, dass der Staat bei einer Epidemie oder einem Zusammenbruch der Infrastruktur sofort Quarantänezonen einrichtet und alles unter Kontrolle bringt. Erinnern wir uns an die Covid-Zeit. Selbst die moderne Welt war logistisch überfordert. Wenn eine lokale und tödliche Epidemie wie das Hantavirus auf eine zusammengebrochene städtische Infrastruktur trifft, ist das Erste, was man erlebt, nicht Quarantäne, sondern soziale Isolation und Panik. Und in diesem Moment der Panik, während ihre Nachbarn auf den Straßen Supermärkte plündern, sollten sie gar nicht erst vor die Tür gehen. Warum? Weil diese Menschenmengen zu wandelnden Zeitbomben werden und nicht nur Chaos, sondern auch das Virus und alle anderen von Ratten übertragenen Krankheiten verbreiten. Protokoll 4. Luftmanagement im Schutzraum und der Streichholztest. Angenommen, Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben Ihre Lebensmittel in Dosen verpackt, Holzkohle auf den Boden gestreut und alle Oberflächen mit dem bekannten feuchten Abzieher abgewischt, bevor Sie eingetreten sind. Sie sind drinnen, die Tür ist geschlossen. Sind Sie sicher? Nein. Das größte Problem in städtischen Schutzräumen, Kellern oder Untergeschossen ist die Luftzirkulation. Feuchte, stickige und stehende Luft verlängert die Zeit, die das Hantavirus in der Luft schwebt. Es gibt eine sehr einfache, aber lebenswichtige Taktik, die unsere Vorfahren in ihren Kellern anwandten: Luftstromkontrolle und Feuchtigkeitssperre. Streichholztest. Zünden Sie regelmäßig ein Streichholz an, während Sie in Ihrem Schutzraum oder Keller sitzen. Wenn die Flamme schnell flackert oder unregelmäßig brennt, bedeutet das, dass sich Kohlendioxid im Inneren ansammelt und die Luftzirkulation unterbrochen ist. Stehende Luft in Verbindung mit Feuchtigkeit fördert Schimmelbildung und die Vermehrung von Viren.
Natürlicher Feuchtigkeitsabsorber. Wenn Sie keine Frischluft von draußen zuführen können, müssen Sie die Luftfeuchtigkeit im Inneren reduzieren. Stellen Sie dazu große Säcke mit Steinsalz oder die bereits erwähnte dicke Holzkohle in die Ecken Ihrer Speisekammer. Feuchtigkeit ist der ideale Nährboden für Hantaviren und andere Bakterien. Sobald sie die Umgebungsluft trockener machen, halbiert sich die Überlebenszeit des Virus auf Oberflächen. 5. Protokoll: Psychologie des grauen Mannes und Umgang mit inneren Bedrohungen. Nun kommen wir zum entscheidendsten Punkt. Während draußen Menschen an Hunger und Krankheiten sterben, sitzen sie gesund in ihrem Haus oder ihrer Unterkunft mit ihrer Familie. In diesem Moment sind sie psychisch am stärksten gefährdet. Ihr Mitgefühl wird ihnen sagen, dass sie die Tür öffnen und ihrem Nachbarn helfen wollen. Doch die biologische Realität sollte uns daran erinnern: Ihr engster Freund, der an Ihre Tür klopft, könnte hunderttausende aktive Hantaviren an seiner Kleidung oder den Sohlen seiner Schuhe tragen. Wisst ihr, was das gemeinsame Geheimnis der Überlebenden in jenen dunklen Tagen des Jahres 1945 war? Skrupellose Rationalität. Soziale Tarnung bedeutet nicht nur, sich zu verstecken, sondern bei Bedarf vollkommen unsichtbar und still zu sein. Kein Licht darf aus dem Haus dringen, kein Geräusch von kochendem Wasser darf nach draußen dringen und vor allem darf man der Außenwelt niemals signalisieren, dass man gesund ist. Wenn in der Nachbarschaft eine Epidemie wütet, sollte man von außen so wirken, als sei man betroffen, erschöpft und dem Tode geweiht. Merkt euch, in einer Krise werden zuerst die Selbstsüchtigen eliminiert und als zweite diejenigen, die unvorbereitet Opfer bringen. Nun frage ich meine rationalen Freunde, die bis hierher gelesen haben: Ist es logischer, mitten in Frankfurt zu sitzen und auf Raketeneinschläge zu warten und nichts zu tun? Oder zu wissen, was zu tun ist, wenn morgen früh schmutziges Wasser aus dem Hahn kommt? Können Ihnen diese populären Kanäle, die auf einer Karte imaginäre Linien zwischen Prag und der Ostsee ziehen, erklären, wie man Organversagen behandelt, das Sie erleiden, wenn Sie die Rattenkotspuren in Ihrer Notunterkunft berühren? Nein, denn Sie wissen es nicht. Sie haben die Lage vor Ort nicht erlebt. Sie haben von Ihren Großeltern nichts über die Logistik jener Tage von Hungersnot und Seuchen gehört. Sie schüren lediglich Angst, indem sie es Krisenklartext nennen. Wir hingegen arbeiten an Krisenrealität. Unsere Aufgabe ist es nicht, Prophezeiungen zu verbreiten und Panik zu verbreiten, sondern ihnen die nötige Disziplin zu vermitteln, um selbst mit ihren letzten 15 € zu überleben. Als Kommissar hinter diesem Bildschirm verspreche ich Ihnen: Egal wie chaotisch die Welt wird, egal wie sehr die Infrastruktur zusammenbricht, mit den richtigen Informationen, dem richtigen Vorgehen und einem ruhigen Willen verlieren diese unsichtbaren Linien ihre Bedeutung. Sicherheit findet sich nicht auf der Landkarte, sondern in deinem Kopf und in deiner Speisekammer. Wenn du bis hierher gelesen hast und meine Mühe schätzt, abonniere bitte meinen Kanal und teile das Video. In meinen weiteren Videos möchte ich der Prepper-Szene eine neue Perspektive eröffnen und das Wissen unserer Vorfahren einfließen lassen, das ich stets betone. Wenn du mich unterstützen möchtest, schau dir die Videos an.